Hi, kurzer Nachtrag von der Zentrale. Wenn man da gerade auf der Baustelle arbeitet, dann hat man seinen Kopf nicht so detailliert in irgendwelche Sachen, wie wenn man dann zu Hause ist und nochmal alles in Ruhe recherchiert fürs nächste Mal und so. Ihr kennt es mit Sicherheit und ich stoße langsam tatsächlich an meine Grenzen bezüglich der Statik, wie, was, wo. Ist ja schwierig, wenn man das nie gemacht hat. Und demnach würde ich gerne jetzt darauf zu sprechen kommen. Und dann könnt ihr euch mal da euch eventuell in den Kommentaren mit einbringen. In erster Linie habe ich eine Mail erhalten, Beton ist günstiger geworden. Ähm, ja, und damit wird es mit dem Beton, was dann auf 20 Zentimeter hochgepumpt wird, beziehungsweise 5 Zentimeter Filigrandecke haben wir ja schon, demnach 15 Zentimeter innerhalb und 20 Zentimeter außerhalb, wo dann eingeschaltet wird und so 2.509 Euro. Und somit hat die Decke insgesamt Eisen plus Filigrandecke plus Beton dann schlussendlich 9.800 Euro brutto gekostet, kann man sagen. 10.000 Euro für eine 90 Quadratmeter Erdgeschossdecke. So sieht's aus. Und jetzt aber bezüglich statische Berechnungen und so weiter und so fort, müssen wir auf jeden Fall mal raufgehen. Gucken wir uns einmal an. Das hier bereitet mir ein bisschen Kopfschmerzen tatsächlich mit dem deckengleichen Sturz, welcher hier entsprechend eingelassen werden müsste. Ob jetzt oberhalb oder unterhalb, bin ich mir entsprechend unschlüssig. Habe ich auch nicht so die Information. Ich weiß, dass hier 2,7 Meter ein langer Bewehrungskorb entsprechend rein müsste, mit unten 3 Eisen und oben 2 Eisen. Ich habe das Ganze jetzt nicht ausgemessen, müsste ich mal gucken, wird der auf dem Stahlträger aufliegen und hier auf Filigran-Deckenplatte, muss ich das Eisen entsprechend wieder rausziehen, um hier unten zu schalen, was ich sowieso mache, und den Bewehrungskorb dann einlassen mit ein bisschen Abstand und dann die Eisen da durch den Bewehrungskorb und dann aufgießen, damit der wirklich deckengleich ist. Diesen Doka, welchen ihr hier seht, den werde ich auch verrücken müssen, da der hier an der Stelle übersteht zum aktuellen Zeitpunkt. Das heißt, ich müsste die XPS-Dämmung zur Schalung ausschneiden und dann wäre das auch nicht sauber vom Ergebnis her. Das heißt, hier nochmal neu abstützen, dann die Nägel raus, die Holzlatte abmachen, den Doka versetzen, wieder hochdrücken, wieder verschrauben, wieder vernageln. Ist auch so eine Sache, die gemacht werden müsste. Betonüberdeckung an der Seite mit 1 bis 2 Zentimeter, na sogar 3 Zentimeter sagen manche, gucke ich dann, wenn die Schalung ringsrum dran ist, dass ich dann mit dem Winkelschleifer gegebenenfalls nochmal da und da ein bisschen was wegflexe. Mit dem Bügel hat sich jetzt tatsächlich geklärt. Da hatten wir ja einen Bewährungsplan und hier standen 29 Bügel im Abstand von 20 Zentimeter angeordnet. Ich habe 23 zwischenbekommen, 29 passen drüber. Und wenn man sich das anguckt, muss man von dem Punkt hier messen bis zu dem Punkt. Ich habe ja die 20 Zentimeter von dem Punkt bis dem Punkt gemacht. Aber wenn du mittig guckst und 20 Zentimeter machst oder von Strebe zu der Strebe 20 Zentimeter machst, dann hast du hier zwischen den beiden einen Abstand von 10 Zentimeter. Und wenn man das dann auf die 6,19 Meter runterrechnet, dann passen da auch 29 Stück hin. Das heißt, ich muss immer 10 Zentimeter Abstand zwischen den Streben lassen und mittig von Bügel bis Bügel 20 Zentimeter. Genau. Und dann haben wir das einmal. Weil hier kommt nämlich ein deckengleicher Sturz hin, wie ich schon erwähnt habe. Hier bei den großen Fenstern ist auch gewünscht, einen Bewehrungskorb mit unten 3 Eisen und oben 2 Eisen hinzumachen. Hier, wo ich gerade die Bügel mache, da reicht es dann unten 3 Eisen und oben 2 Eisen hinzurödeln pro Körbchen. Und Rest wie im Querbewährungsplan. Und dann gäbe es ja auch noch den Oberbewährungsplan, aber der wird dann einfacher sein und mit der Oberbewährung mache ich dann auch die Streben durch den Stahlträger, wo die Löcher entsprechend da sind. Und dann ist das in Ordnung. Und wegen der Betonsache, dass Betonpumpe kommt und den Beton da reinpumpt, da habe ich ihm schon in der E-Mail geschrieben, das könnte sich ein bisschen ziehen. Ich muss jetzt die ganze Elektroinstallation noch über die Decke verlegen, das ganze Eisen fertig machen, die Schalung fertig machen, die Schalung für die Treppe fertig machen, die Schalung für den Schornstein fertig machen, KG-Rohr,
in diesem Bereich hier und in dem Bereich werde ich schon im Vorfeld nach oben ziehen und mit dem roten Folientuch rüberstülpen und dann direkt einbetonieren mit Oberkante Rohfußboden vom Obergeschoss, damit das einmal fertig ist in der Form. Aber Schornsteinhochmauern im Vorfeld mache ich jetzt nicht. Und Kondenswasserablauf für Schornstein werde ich auch nicht ranmachen, weil viele sagen erfahrungsgemäß, wenn du eine Haube über dem Kamin hast, über dem Schornstein, dann kommt da nicht so viel Kondenswasser, als wenn es überlaufen sollte. Viele haben das auch gar nicht. Und man möchte auch nicht im Endeffekt, ich weiß nicht, ob da sowas wie ein Siphon ist, aber dass es da aus der Revisionsklappe danach Kacke stinkt. Möchte man aus dem Schornstein ja auch nicht haben in dem Fall. Das reicht, das aus dem Lüftungsloch vom Dach stutzen, welcher hier rauskommt und nach oben geht, das schon die Öffentlichkeit belästigt. Aber jetzt im Schlafzimmer aus dem Revisionsschacht noch am Abwasser mit angeschlossen sein, nee. Mm, genau. Das sind so die Sachen, die ich nochmal sagen wollte. Und damit wäre es das auch eventuell schon. Ich werde auch die Pläne noch abändern müssen. Tatsächlich, die hatte ich ja in der Elektroplanung bezüglich der Leitungsverlegung. Siehst du, ich muss mir auch noch eine Kabelliste machen, damit ich alles abhake, was ich schon verlegt habe, was ich noch verlegen müsste. Die Sache hier mit den Tri-Kabel, weil ich jetzt weiß, dass es von der Topologie-Art auch linienförmig gehen kann, muss ich das mit den Master-Client-Lautsprechern nochmal anders machen. Und dass hier jetzt ein Lautsprecher ist, muss ich noch hinmachen. Und dass es sich mit der Anordnung der Lampen und so weiter ein bisschen geändert hat, muss ich auch noch abändern. Und das sind alles dann Sachen und es werden viele Leitungen. Boah, ich hoffe nicht, dass es irgendwelche Kommentare sagen, ey, so viele Leerrohre und so weiter in der Betondecke, zu dicht beieinander, zu wenig Betonüberdeckung, zu viel Leerrohre, zu viel Hohlraum, weil Leitungsverlegung nimm Steckdosen. Sieht dann auch nochmal so aus auf der Decke, gerade auch in dem Bereich, wo ich hier diesen Überhang habe und nach dahin müsste, werden sich viele Leitungen häufen, die dann durch das Eisen gesteckt werden, da also auf der Querbewehrung direkt drauf liegen. Aber man sollte ja auch darauf achten, wenn man mit Leerrohren arbeitet, nicht zu viele Leerrohre an einer Stelle zu haben, sondern genug darauf achten, dass man hier und da auf jeden Fall noch Beton hat, wo sich das Ganze dann noch schließen kann, weil sonst ist es nur Leerrohr und dann hält das auch nicht so gut, sagt man. Wobei die Oberbewehrung noch da ist, über den Leerrohren und der Beton dann auch noch dahin kommt und eine Masse wird. Schauen wir mal. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.